Es geschehen noch Zeichen und Wunder, denn diese Tage ging bei mir ein Paket aus China ein. Ich habe wohl als einer der ersten mit meine Pimax Dream Air in der Lighthouse-Version bekommen. Ich kann es fast nicht fassen, aber Grund genug, gemeinsam ein Unboxing zu machen. Also dann frisch auf ans Werk. Ich muss ja dazu sagen, seit Anfang des Jahres haben sämtliche Content Creator ihre Version der Pimax Dream Air bekommen und haben eigentlich auch sehr gute Resultate darin getestet. Was mich dazu bewogen hat, als Endkonsument, ohne nun jetzt irgendwelchen Unterstützungshintergrund seitens der Hersteller, auf meine nächste Generation Headset zu schalten. Ich habe ja angefangen auf der Valve, habe etliche andere Headsets in meiner Gaming-Zeit, die ja nun fast 860 Stunden beträgt, habe ich alle möglichen anderen Headsets getestet, bin aber dann letztendlich bei der Valve geblieben. Und als Meta die Quest 3 rausgebracht hat, ist die eigentlich mein Brot- und Butter-Headset geworden. Habe mir entsprechend mein Setup so angepasst, dass ich kabellos die Bilddaten von einem Gaming-PC auf die Quest 3 übertrage. Habe nur 1 oder 2 Spiele auf dem Standalone-Headset gemacht, weil für mich ist halt die Qualität immer ausschlaggebend. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden feierlich das Paket eröffnen. Jetzt ist das Label durchgeschnitten. Es gibt keinen Weg mehr zurück. So. Aus der Umverpackung kommt eine Innenverpackung. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich bin so gespannt. Okay. Wir haben hier einen Zettel der Dream Air Inspection. Steht natürlich überall Passed und der Supervisor, der Glenn, der Doman hat es eingepackt und Supervisor ist Glenn. Das ist enorm wichtig für so ein Headset. Ja, und jetzt, was sich mir jetzt zeigt, ist dieses Bild hier. Wir haben hier noch irgendwelchen Firlefanz. Support, Discord, Apps, Pimax Care VIP Service, Quick Guide und hier haben wir das Headset. Das erste, was mir jetzt auffällt gleich, ist, es ist so leicht wie noch kein Headset zuvor war. Das finde ich jetzt mal spektakulär. Ist auch mit einer der Hauptgründe gewesen, wieso ich das mit der Dream Air ausprobieren möchte. Weil die Quest, dadurch, dass die ja das Computing alles mit im Headset untergebracht hat, ist natürlich entsprechend schwer. Also hier noch ein zweiter Karton, da ist nämlich das Kabel drin für den Anschluss. Ein Silicea. So, jetzt können wir das Headset mal ganz rausnehmen. Also,
geil. Es ist so leicht. Wir haben hier den magnetischen Einsatz, das sogenannte Face Gasket. Welches so eine Art Kunstleder hat, relativ weich ist. Also das gefällt mir sehr gut. Und wir haben hier dann die Komponente der Brille, die nun enorm schlank ist. Haben die zwei Schutzfolien über den Linsen. Und dann sieht das Ganze so aus. Also ich finde es ganz interessant, weil das, was man in manchen Reviews gesehen hat, sah noch so ein bisschen nach Prototyp aus. Also es ist nicht unbedingt die schönste Verarbeitung, aber das, was ich jetzt hier sehe, muss ich sagen, kann sich sehen lassen. Wir haben hier bei den Linsen, da die ja verstellbar sein müssen, haben wir einen Stoffbezug. Und die Bügel, die beinhalten das Audio. Und das ist der Headstrap, über den sich viele schon genervt haben. War aber eigentlich auch eher ein Pimax-Kommunikationsproblem, denn man hat wohl versucht, einen eleganteren, automatisch justierenden Headstrap zu entwickeln. Man hat das Headset auf den Markt gebracht und das ist irgendwie nichts geworden. Und jetzt ist Pimax zurückgerudert und hat gesagt, das Headstrap bleibt, wie es ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass bei einem Headset, das so leicht ist, dass gar kein Problem ist, auch mit diesem Headstrap. Ich werde es ausprobieren und darüber berichten. Was bei mir auch noch speziell ist, ich sehe eigentlich auf die Ferne relativ gut, aber in meinem Alter halt auch nicht mehr so toll. Und deswegen habe ich mir Prescription Lenses, also Sehstärke-Linsen für die beiden Displays machen lassen. Zum einen von VR Optician, das ist eine Firma in Deutschland, die Zeiss-Gläser verbaut, und noch von einem anderen Hersteller aus China. Weil ich habe das bei der Quest ausprobiert, bei der Quest 3, und ich war absolut begeistert, wie gestochen scharf das Bild mit den Sehstärke-Linsen ist. Was auch klar ist, wer Brillenträger ist, hat hier schlechte Karten mit dem Headset. Weil der Abstand, der einem bleibt zur Linse, reicht nicht aus, eine Brille mit unterzuschieben. Und die verkratzt dann unter Umständen die Linsen. Also von der Seite ist es besser, wenn man Prescription Lenses nimmt. Ja, was haben wir sonst noch hier drin? Das sind Rahmen für eben solche Sehstärke-Linsen. Aus welchen Gründen auch immer. Es sind keine Linsen drin, es ist nur der Rahmen. Wir haben ein Linsenputztuch. Wir haben, ich weiß es nicht. Das sind Stromadapter für alle möglichen Länder und Kontinente der Welt. Das ist der, den wir brauchen. Können wir den Rest wieder einpacken. Wobei ich mich gerade frage, wofür brauchen wir hier einen Stromadapter? Dann ist wahrscheinlich das hier noch das Netzteil. Dann wird diese kleine Kiste, in die man USB und DisplayPort einsteckt, zusätzlich noch einen Stromanschluss haben. Genauso ist es auch. Ja klar, das muss ja auch irgendwie mit Strom versorgt werden da drin. Das, was über USB kommt, wird hier nicht ausreichen. Also der Stromadapter, also für mich sieht es qualitativ jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht aus.
Aber man muss natürlich dazu sagen, die Creator, die natürlich auch für Werbebasis von Pimax geschaltet wurden, haben mit Sicherheit Early-Stage-Headsets gekriegt. Und dass da vielleicht alles noch nicht da ist, wo es sein soll, kann man sich auch vorstellen. Prima. Jetzt habe ich mal alles wieder in den Karton zurückgepackt. Möchte noch ein bisschen was dazu erzählen. Das Pimax Headset richtet sich definitiv an PC, VR-Enthusiasten. Es geht hier drum, in dem Headset sind 4K Micro-OLED-Displays verbaut, welche in Verbindung mit einer eigens von oder für Pimax entwickelten Pancake-Linse wohl wirklich das beste Bild am Markt derzeit ermöglichen. Wenn ich mir die Geschichte über meine Hardware, mit der ich so regulär gezockt habe, anschaue, von der Valve Index kommend, ich hatte sie jetzt die Tage auch nochmal auf, weil, komme ich auch gleich noch dazu, das Lighthouse-System, das ich hier für die Dream Air brauche, das stammt letztendlich von meiner Valve noch. Also ich habe im Grunde hier oben die Station und die Controller. Wenn ich von der Valve Index ausgehe, war dort der Fliegengitter-Effekt doch sehr stark. Also man sieht wirklich die kleinen einzelnen Pixelchen da drin. Das wurde bei der Quest dann schon extrem besser. Da sind ja auch einige Jahre in der Entwicklung dazwischen. Wenn man genau hinschaut, und zumal mit den Sehschärfelinsen bei mir, dann sehe ich halt immer noch Bildpunkte ganz leicht. Und das, was diese 4K Micro-OLED-Displays, die von Sony im Übrigen sind, nun mehr kann, ist, dass wir wirklich keinen Fliegengitter-Effekt mehr haben. Es sind so ein paar weitere Faktoren, die mit älteren oder anderen Linsen immer wieder Probleme bereitet haben, dass man einen Glare, also einen Verzug von weißen, hellen Elementen hat oder so einen Ghosting-Effekt, dass gerade bei starkem Kontrast zwischen Schwarz und Weiß dort jeweilige Strahlungen auftreffen. Das sollte hier alles minimiert sein. Wie gesagt, die Quest 3 war für mich so der Zwischenschritt. Ich habe das auch sehr genossen, kabellos zu zocken, aber ganz ehrlich, was die Verbindung angeht, habe ich schon so manchmal meine Sorgen hier. Ich bin zwar auf dem höchsten Wi-Fi-Standard und das sollte alles prima gehen, aber man hat eine gewisse Latenz und man hat manchmal Qualitätseinbußen durch die Verbindung. Und das wird natürlich mit einem direkt verkabelten Headset besser werden. Kommen wir zu den Controllern. Also hier ist jetzt Pimax mit der Lighthouse-Version des Headsets. Sie verkaufen daneben, das soll demnächst noch kommen, die sogenannte Slam-Version. Das ist ein Inside-Out-Tracking, so wie ich es auch an der Quest habe. Dass im Grunde Kameras an dem Headset befestigt sind, welche die Position im Raum tracken und dadurch dann die Bewegung des Kopfes aufnehmen und an die Software übertragen, sodass dann letztendlich wirklich ein 1:1 Bild eingespielt werden kann. Für mich war der Grund, nicht auf Slam zu warten. Erstens mal wird das Headset schwerer dadurch. Zweitens mal ist bis jetzt noch nicht bekannt, wann es kommen wird. Also Lighthouse ist definitiv die erste Version, die kommt. Und bei der Lighthouse-Version kann ich meine geliebten Valve-Controller wieder verwenden. Viele Leute haben die nicht gemocht. Moment, ich hole mal einen. Oder ich hole beide. Das sind diese hier. Und zwar, die Controller haben für mich den einen großen Vorteil, dass sie für große Hände sind. Weil ich habe meine Knöpfe leicht erreichbar hier. Ich habe relativ große Hände. Des Weiteren haben sie von Haus aus diese Befestigung, wenn man irgendwas in VR wirft, man muss den Controller nicht wirklich festhalten. Und das, was für mich das geilste Argument an den Valve-Controllern ist, dass sie keine Grip-Taste haben, sondern Grip-Sensoren. Und die sind, wenn es das Spiel unterstützt, wie zum Beispiel bei Half-Life Alyx, so geil, dass man jeden einzelnen Finger am Controller bewegen kann
und das wird entsprechend in VR übertragen. Also ich finde die Dinger wirklich nur sensationell und ich bin froh, dass ich die wieder verwenden kann. Ja, die Pimax nennen ihre Linsen Concave View Pancake Linsen. Sind wohl wirklich der große Wurf geworden. Ich werde nach dem Ausprobieren davon berichten. Wir haben 3840 mal 3552 Pixel pro Auge, also quasi 2 mal 4K. Werde ich auch darüber berichten, wie sich es anfühlt. Wir haben ein Gewicht von dem Headset mit 170 Gramm, ohne irgendwas dran, also ohne Face Gasket und das. Und 288 wohl im spielbaren Betrieb. Das sind, also für mich ist das sensationell. Die Refresh Rate der Displays ist 90 Hertz angegeben, kann wohl auch 120, weiß ich noch nicht. Wir haben das Audio dran, was ich angesprochen hatte. Es gibt eine Dual-Fan-Lösung, also es sind hier wohl Ventilatoren hinter verbaut. Werden wir auch sehen, wie die vom Geräuschlevel sind. Und ja, Software ist von Pimax, soll aber wohl ohne viel Konfigurationsaufwand einsetzbar sein. Man kann viel parametrisieren, aber die Basiseinstellungen sollen sitzen. Da fällt mir auch eben noch ein, ich habe natürlich in der Vergangenheit auch so meine Pimax-Erfahrung gesammelt. Das Ganze fing an mit der 8KX. Das war so eine Schrankwand, die man vor dem Kopf trug. Und das war eigentlich auch mit das Erste, was mich an Pimax immer gestört hat. Und die 8KX hatte vor allem aus meinem Empfinden heraus einen ganz schlechten Sweet Spot. Also der Bereich, der scharf ist, war ein kleiner Kreis unmittelbar vor meinem Auge. Und zur Seite hin, obwohl die ein sehr großes Field of View, also Breite vom gesehenen Bild hat, war alles unscharf. Ich habe es für einen technischen Fehler gehalten, habe den Support von Pimax damals eingeschaltet, das ist gute 4 Jahre her, oder 3 oder 4 Jahre. Und es lief darauf raus, dass ich das Headset zurückgegeben habe, um ein Ersatz-Headset zu kriegen. Und das Ersatz-Headset war genau das gleiche Problem. Also das Field of View, dass das so breit ist, war irgendwie aus meiner Sicht, das waren die Fresnel-Linsen noch, die haben im Grunde verschiedene, wie will man sagen, Ringe, die eine Kompression der Linse in der Breite ermöglichen. Und diese Ringe haben einen komischen Effekt aufs Bild gehabt. Also ich habe das so nicht wieder erlebt und das war eigentlich meine erste Pimax-Erfahrung. Und ich habe mir dann nochmal eine 5K Super irgendwann besorgt, genau als die 12K versprochen wurde. Es wurde riesengroß von Pimax eine 12K Brille versprochen und die kam aber nie. Und es war damals die Option, dass es hieß Pimaxianer, so haben sie ihre Kundschaft genannt, bekommen die als erstes und bekommen sie günstiger. Und so habe ich mir dann diese 5K Super irgendwann nochmal gekauft. Die hatte eine sehr hohe Herzfrequenz, aber eigentlich das Bild war genauso schlimm wie bei der 8K und vor allem war sie auch so riesengroß. Also für mich ist das Tragen eines Headsets, das darf ich eigentlich gar nicht merken. Die Quest ist so gerade am Limit nach oben. Die lässt sich noch gut tragen und man ist durch den Akku sowieso, also ich habe keine extra Akkulösung, dadurch bin ich auf eine Stunde oder so Spielzeit begrenzt. Und was drüber rausgeht, macht man dann halt Pausen. Und von dem bin ich jetzt mit der Quest auch nicht schlecht gefahren in der Zeit. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ich werde das Headset mal einrichten und in Betrieb nehmen und dann berichte ich weiter. Ja, der Anschluss an den PC ist relativ selbsterklärend. Wir haben einen USB-Port und einen Display-Port zu verbinden. Wobei ich die Verbindung zum PC, da ich 2 große Monitore dran hängen habe, um einen Monitor reduziere, um die Last auch entsprechend von der Grafikkarte zu nehmen. Ansonsten steckt man dann hier
den DisplayPort ein und nutzt einen freien USB-Port für das USB. Das ist bei mir schon ein bisschen eng hier unten. So, haben wir es drin. So, der nächste Schritt bringt uns dann an den PC. Denn wir haben in dem Quick Start Manual auf Seite 17 in Deutsch beschrieben, dass wir Pimax Play runterladen müssen. Da ist die URL eingegeben. Pimax Play. Via App Steam, wir nehmen Pimax Play. Download. Das geht relativ fix. Wir installieren. Geht nur in Englisch oder Chinesisch im Übrigen. Lass man installieren. In die kann man eigentlich schon mal reingucken. Der ist noch am Machen. Ich habe das Headstrap hinten mal eingestellt. Auf meinen Meckel, wie der Schwabe sagt. Ist also wirklich, man hat ein Brillengefühl. Es ist nicht wirklich wie ein Headset, es ist eher wie eine Brille. Kann man das bitte wieder festmachen? So. Bisher die Headsets fühlten sich immer schwerer an. Das Ding ist wirklich mega leicht. Vom Face Gasket, das ist natürlich auch eine sehr individuelle Sache. Bei mir liegt es jetzt nicht so optimal an, wie es das beispielsweise bei der Quest 3 tut. Aber man kann eigentlich nicht meckern. Also unten bräuchte ich etwas mehr Druck, oben etwas weniger. Aber sei es drum. Also das sieht von der Seite schon mal gut aus. Ich denke mal mit dem Headstrap, dass er jetzt dieses Provisorium ist, es wurde den ersten Benutzern versprochen, dass wenn das neue Headstrap entwickelt ist, das Variable, dann würde man das zugeschickt bekommen. Aber ganz ehrlich, ich glaube da nicht so ganz dran. Wir müssen da wahrscheinlich aufs Zubehör warten, ja. Wenn Pimax Play installiert ist, dann bekommt man diese Oberfläche hier. Das erste, was man machen muss, ist die Controller mit dem Headset verbinden. Über Z-Pair geht das. Und das zweite, was man machen muss, ist den Room Setup durchzuführen. Im Room Setup bedeutet, dass ich mein Headset in die Mitte der Spielfläche lege. Das ist bei mir hier der Teppich. Dass man sie auf Erdebene, Erdniveau hat. Man wird dann im ersten Schritt dazu aufgefordert, das Headset in die Richtung zu halten, in die man nachher beim Spielen auch schauen möchte. Das wäre bei mir diese Richtung. Wir bleiben in der Mitte, haben in etwa meine Höhe, sagen Calibrate Center. Next. Locate the Floor ist der zweite Messpunkt. Da legt man es eben wieder runter auf Erdniveau, sagt hier Höhe 0 cm, Calibrate Floor. Und bei Next ist das Setup complete und das Headset ist dann letztendlich gegenüber der Base Station der Stations, so kalibriert, dass man auf der Spielfläche sinnvoll in der Mitte sitzt. So seht ihr zumindest mal, was ich sehe. Ich bin jetzt auf Steam VR Home, habe riesengroße weiße Hände und ich muss sagen, es sieht jetzt so nicht schlecht aus. Ich weiß gar nicht mehr, wie man sich hier drin bewegt. Wo sind meine Hände? Da. Ja, soweit bin ich jetzt mal mit meinen Tests durch und als Zusammenfassung kann ich eigentlich zu dem Headset sagen, es ist extrem leistungshungrig,
was aber auch vom Spiel abhängt. Ich habe Chernobyl Again auf 70% die Qualität runterstellen müssen, dass ich über FPS VR gemessen meine 90 Frames hingekriegt habe. In Into the Radius 2 war es auf 90% Leistung gut. Zeigt aber, dass die zwei Displays doch erheblich Rechenleistung ziehen. Ich habe es extra auf meinem PC mit der RTX 4090 und dem anderen PC mit der RTX 5090 ausprobiert. Da ist jetzt der Unterschied nicht so groß. Klar, es sind beides Flaggschiff-Grafikkarten. Von der Seite gut. Wenn die Framerate zusammenbricht, dann ist auch das Bild extrem ruckelig. Also in Chernobyl Again ist es über die RTX 4090 auf 16 bis 20 Frames runter und es ist unspielbar. Also ich weiß nicht, ob in der Software die Bildqualität das Einzige ist, was man einstellen kann, dass das Ding flüssiger wird oder ob ich an anderer Stelle noch was regulieren kann. Ich habe jetzt extra mal alles auf Standard gelassen. Auch in SteamVR habe ich nichts verstellt. Das ist im Grunde so, wie es von Haus aus vorgesehen war. Ist auch gut, dass man zwei PCs im Vergleich hatte. Von der Seite, ohne meine Sehstärke-Linsen, sieht es mal sehr gut aus. Was ich probieren konnte, war, dass man Elemente in VR nah an die Augen bringt und es sieht wirklich gestochen scharf aus. Also der Scharfbereich ist da gegeben. Ich hatte ein Blatt Papier in der Hand, wo dann das gedruckte keine Pixel und nichts zu sehen waren. Also die Linsen und die Displays sind wirklich hervorragend. Was mich am Headset selber noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig dünkt, ist die Position vom Face Gasket. So wie ich das am Anfang auch schon gesagt habe, ich habe hier unten in den Bereichen sollte mehr Luft sein, weil wenn ich nicht genau ausrichte, dann liegt im Grunde der Gasketrand auf meinen Augenwinkeln auf und dadurch hat man so das Gefühl, dass der Blick durchs Polster verdeckt ist. Es ist wunderbar leicht, das Ding. Das mit dem Kabel, ja gut, man ist wieder verkabelt, habe ich eigentlich kein Problem mit. Ich werde jetzt über die nächsten Tage nochmal ausprobieren, was hier oder da vielleicht noch an Optimierungen zu treffen ist. Ach ja, was auch noch ist, mein Lighthouse-Tracking mit den Base Stations, wo ich sie jetzt momentan untergebracht habe, ist nicht optimal. Ich habe beim Bewegen immer mal Verzug, dass das Bild wackelt oder ich an einer völlig anderen Position mich befinde und es sich dann erst wieder einkalibriert. Ich hoffe, dass das die Position der Base Stations ist und nicht das Tracking vom Headset selber. Ich wüsste jetzt gar nicht, wo der seine Sensoren hat und ob die irgendwo nicht erreicht wären. Ja, wie gesagt, das kann da dran liegen und das muss ich mir mal noch anschauen. Aber ich denke, hier und da kann man was machen. Also vom Grundsatz her, für Enthusiasten, VR-Enthusiasten, welche das optimale Bild suchen, ist das Headset mit Sicherheit das Richtige. Es gibt hier und da halt noch so ein paar Dinge, die in Ordnung gebracht werden müssten. Der Preis ist natürlich mit fast 2000 Euro oder ja, 2000 Euro relativ hoch. Und beim Lighthouse braucht man letztendlich auch noch ein Lighthouse-System bei der Lighthouse-Variante, das natürlich auch nochmal Geld kostet. Gut, ich hatte das durch meine Valve Index vorhanden. Ansonsten, wenn man die mit SLAM-Tracking nimmt, wird es natürlich entsprechend teurer. Jo, so viel zu meinem Review von heute. Ich werde euch über Neuerungen auf dem Laufenden halten. Gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und läutet die Glocke. Wir sehen uns.